Kennst du das? Eine Tür geht auf, ein neuer Weg, eine neue Möglichkeit. Und bevor du dich darüber freuen kannst, macht dein Gehirn schon das, was es am besten kann. Worst-Case-Szenarien entwerfen. Nicht nur eins, sondern gleich eine ganze Flut davon. In 4K. Mit Surround Sound. Und jedes einzelne fühlt sich an, als wäre es schon passiert. Aber was, wenn das gar nicht stimmt? Was, wenn du heute beginnst, dieser einen anderen Stimme zuzuhören, die sagt, vielleicht wird es diesmal gut. Das ständige Denken an das Schlimmste ist kein Zeichen von Schwäche. Es ist ein stiller Schutz, einer, der sich aufgebaut hat in den Jahren, in denen du gelernt hast, dass Träume gefährlich sein können, dass Hoffnung oft mit Schmerz endet. Vielleicht gab es Momente in deinem Leben, in denen du alles gegeben hast, deine Liebe, dein Vertrauen, deine Offenheit und trotzdem abgelehnt wurdest. Vielleicht wurde dir gesagt, sei realistisch, erwarte nicht zu viel. Diese Sätze haben sich in dein Inneres geschrieben wie verborgene Skripte, die heute noch wirken. Und so passiert es, dass du auf dem Sprung bist, dass eine Chance vor dir liegt. Ein Mensch, eine Veränderung. Und du innerlich den Rückwärtsgang einlegst. Du findest scheinbar vernünftige Gründe, warum es jetzt gerade nicht passt. Aber tief drin ist es Angst. Angst davor, zu verlieren, was du vielleicht noch gar nicht hast. Angst, wieder zu fühlen, was du so lange verdrängt hast. Vielleicht fragst du dich, warum dein Kopf so oft automatisch das Schlimmste denkt. Warum du dir ausmalst, was alles schief gehen könnte, statt dich zu fragen, was gut laufen dürfte. Dahinter stecken verschiedene psychologische Mechanismen. Und jeder Mensch reagiert anders. Ursache Nummer 1 ist ein Negativitätsfokus, die Macht der schlechten Erfahrungen. Unser Gehirn ist darauf trainiert, Gefahren stärker zu gewichten als Chancen. Früher war das mal überlebenswichtig. Heute bedeutet es oft, wir erinnern uns intensiver an das Schlechte. Eine verletzende Bemerkung bleibt länger im Kopf als 10 Komplimente. Wenn du also oft schlechte Erfahrungen gemacht hast, glaubt dein Gehirn, das ist die Wahrheit. Und genau diese Annahme beeinflusst dein Denken, auch wenn es längst andere Möglichkeiten gäbe. Ursache Nummer 2: Verlustaversion. Lieber nichts gewinnen, als etwas verlieren. Der Schmerz, etwas zu verlieren, wiegt psychologisch doppelt so schwer wie die Freude, etwas zu gewinnen. Deshalb schützt sich unser System. Lieber gar nicht freuen, dann ist die Enttäuschung kleiner. Vielleicht kennst du das. Du hast Angst, dich in jemanden zu verlieben. Nicht, weil es nicht schön sein könnte, sondern weil du fürchtest, ihn wieder zu verlieren. Und so vermeidest du nicht nur Schmerz, sondern auch Glück. Ursache Nummer 3: das Upper-Limit-Problem. Es darf nicht zu gut werden. Einige Menschen haben unbewusst ein inneres Limit für Glück, Erfolg oder Liebe. Sobald dieses zu viel erreicht wird, beginnt ein inneres Unbehagen. Etwas in dir sagt, das halte ich nicht aus. Und du beginnst, es zu sabotieren. Stell dir vor, du hast einen richtig guten Tag. Alles läuft. Du hast gut geschlafen, ein Kompliment bekommen, dein Projekt wurde gelobt und plötzlich denkst du, irgendwas ist komisch. Das kann nicht lange gut gehen.
Vielleicht rufst du dann jemanden an, mit dem es oft Streit gibt, oder du machst dir plötzlich Sorgen über Dinge, die dich vorher nicht gestört haben. Das ist Upper Limit in Aktion. Ursache Nummer 4: Kognitive Dissonanz, wenn das Glück nicht zu deinem Selbstbild passt. Wenn du tief in dir glaubst, nicht liebenswert, nicht fähig oder nicht genug zu sein, dann entsteht innere Spannung, sobald du Liebe, Erfolg oder Anerkennung erfährst. Dein System versucht dann, diesen Zustand wieder auszubalancieren. Zum Beispiel, indem du das Gute anzweifelst, kleinredest oder dich distanzierst. Du bekommst zum Beispiel ein ehrliches Kompliment und antwortest automatisch: Ach, das war doch nichts. Nicht, weil du bescheiden bist, sondern weil dein Inneres es nicht fassen kann. Ursache Nummer 5: Emotionale Konditionierung, wenn Glück gefährlich geworden ist. Wenn du gelernt hast, dass Freude oder Vertrauen oft mit Enttäuschung enden, verbindet dein Nervensystem diese Zustände mit Gefahr. Du hast vielleicht als Kind erlebt, dass nach einem schönen Tag Streit folgte oder dass jemand, dem du vertraut hast, dich plötzlich verletzt hat. Diese Prägungen sitzen tief und sie melden sich genau dann, wenn es gut werden könnte. Ursache Nummer 6: Erlernte Hilflosigkeit, wenn du innerlich aufgibst, bevor es beginnt. Manche Menschen haben immer wieder erlebt, dass ihre Anstrengungen nichts verändert haben. In der Kindheit, in Beziehungen, im Beruf. Wenn du oft das Gefühl hattest, es bringt ja eh nichts, dann kann dein System diese Ohnmacht verinnerlichen. Und bevor du heute überhaupt handelst, kommt der Gedanke: Wozu? Es wird doch sowieso wieder scheitern. Du hast vielleicht einen Herzenswunsch, doch sobald du an die Umsetzung denkst, wirst du müde, mutlos, unentschlossen. Das ist nicht Faulheit, sondern Selbstschutz aus der Vergangenheit. Ursache Nummer 7: Selbsterfüllende Prophezeiung, wenn deine Angst die Realität mitgestaltet. Wenn du fest davon überzeugt bist, dass etwas schief läuft, beginnst du, dich unbewusst entsprechend zu verhalten. Du ziehst dich zurück, vertraust nicht richtig, bist angespannt. Und genau das sorgt oft dafür, dass die Verbindung bröckelt, das Projekt scheitert oder du dich bestätigt fühlst. War ja klar. Du lernst vielleicht jemanden kennen, findest ihn sympathisch, aber meldest dich kaum aus Angst zu nerven. Und dann kommt irgendwann nichts mehr zurück. Nicht, weil du zu viel warst, sondern weil du dich nie wirklich gezeigt hast. Ursache Nummer 8: Kontrollbedürfnis und Perfektionismus, wenn Ungewissheit unerträglich scheint. Gerade sehr reflektierte, feinfühlige Menschen haben oft ein großes Bedürfnis nach Kontrolle. Nicht, weil sie alles dominieren wollen, sondern weil sie sich sicher fühlen wollen. Doch das Leben lässt sich nicht planen wie eine Excel-Tabelle. Und Liebe, Erfolg, Mut, sie kommen nicht als Garantie. Du bekommst vielleicht ein gutes Angebot oder eine Einladung, aber du brauchst noch Zeit, Bedenkzeit, Sicherheit. Und während du versuchst, alles richtig zu machen, zieht das Leben leise an dir vorbei. Es ist wichtig, dass du weißt, all diese Muster sind keine Charakterschwäche. Sie sind menschlich.
und sie lassen sich wandeln mit Bewusstsein, Geduld und dem Mut, neu zu fühlen. Und ja, es ist möglich, dass etwas schief läuft. Jede Entscheidung, die dich wachsen lässt, birgt auch ein Risiko. Aber genau darin liegt das Leben. Wenn du immer nur dort bleibst, wo nichts weh tut, dann wirst du auch nie erfahren, wie es sich anfühlt, wenn es richtig schön wird. Du kannst Schmerz nicht selektiv vermeiden. Wenn du dich vor Enttäuschung schützen willst, schneidest du dich auch von Freude ab. Das Herz funktioniert nicht auf halber Kraft. Und manchmal braucht es Mut, dich zu öffnen, obwohl du nicht weißt, wie es ausgeht. Weil nur so echte Erfahrungen entstehen können. Lebendige, ganze, wahre. Nimm dir heute 5 Minuten Zeit. Setz dich still hin, schließe die Augen und frag dich, was, wenn es gut wird? Stell dir eine konkrete Situation vor, in der du gerade Angst hast. Und dann male dir aus, was passieren könnte, wenn alles gut ausgeht. Wie würde es aussehen? Wie würde es sich anfühlen? Du musst es nicht glauben, aber du darfst es zulassen. Nur für diesen Moment. Erlaube dir zu träumen, ohne Verpflichtung, ohne Druck. Denn alles beginnt mit der Erlaubnis, es dir vorzustellen. Die Stimmen, die dich heute noch zurückhalten, sind oft nicht deine eigenen. Vielleicht war da ein Vater, der dir nie gezeigt hat, wie stolz er auf dich ist. Eine Mutter, die ihre eigene Angst auf dich übertragen hat. Lehrer, die deine Grenzen statt deiner Möglichkeiten gesehen haben. Beziehungen, die zerbrochen sind und dir beigebracht haben, dass Nähe weh tut. Diese Erfahrungen speichern sich im emotionalen Gedächtnis. Sie werden zu Prägungen, zu inneren Überzeugungen. Und du merkst gar nicht, dass du in ihren Geschichten lebst, dass du dich klein hältst, nicht weil du es willst, sondern weil du unbewusst glaubst, dass du sonst wieder verletzt wirst. Aber das bist nicht du. Du bist nicht die Stimme, die sagt, es geht bestimmt schief. Du bist die Stille dahinter, die sich erinnert, es könnte auch gut werden. Du darfst diese alten Stimmen heute entlassen. In Dankbarkeit, in Frieden. Du brauchst sie nicht mehr, um sicher zu sein. Was, wenn du neu anfangen dürftest? Und diesmal ohne die alten Skripte, ohne das ständige Wappnen, das ständige Misstrauen. Was, wenn du dir erlaubst, dir selbst zu trauen? Nicht blind, nicht naiv, sondern mit dem tiefen Wissen, du bist gewachsen. Du kannst dich halten. Du kannst heute Entscheidungen treffen, die aus Liebe entstehen, nicht aus Angst. Was, wenn du dir erlaubst, dass das Leben nicht ständig ein Kampf sein muss, dass Leichtigkeit kein Verrat an deiner Tiefe ist, dass Freude nicht oberflächlich, sondern heilend ist. Stell dir vor, du schließt für einen Moment die Augen und siehst nicht die nächste Gefahr, sondern die nächste Möglichkeit. Wie würde sich das anfühlen?
Du musst nicht heute alles anders machen, nicht alles umkrempeln. Du musst nicht perfekt sein, nicht mutig, nicht frei von Angst. Aber du könntest heute bewusst einen einzigen kleinen Moment suchen, in dem du dich für die Idee öffnest. Vielleicht wird es gut. Und so beginnst du ganz sanft, deinen inneren Kompass neu auszurichten. Und vielleicht, ganz vielleicht, beginnt sich etwas in dir zu entspannen, weil du merkst, da ist ein Teil in dir, der glaubt, dass es gut werden kann. Und der verdient es, ernst genommen zu werden. Und genau hier ist es wichtig, dich daran zu erinnern. Gedanken sind wie Züge. Sie kommen ganz von selbst. Manche laut, manche leise. Manche fahren direkt ins Chaos, andere nicht. Und du darfst entscheiden, in welchen du einsteigst. Wenn du tiefer verstehen willst, wie du aus solchen Gedankenspiralen aussteigen kannst, dann schau dir auch mein Video dazu an. Ich habe es in der Beschreibung für dich verlinkt. Da erkläre ich dir ganz genau, wie du lernst, mit dem Gedankenzug umzugehen, statt dich von ihm mitreißen zu lassen. Wenn dich dieser Gedanke berührt hat, dann lass ihn wirken. Lass ihn wie einen kleinen Samen in dir ruhen. Und ich lade dich ein. Teile in den Kommentaren, was in dir passiert, wenn du dir erlaubst, an das Gute zu glauben. Vielleicht ist dein Beitrag das Licht, das jemand anderes gerade braucht. Und wenn du das Gefühl hast, dieses Video könnte auch anderen gut tun, dann schick es weiter. Manchmal beginnt Veränderung mit einem einzigen Satz, den wir zur richtigen Zeit hören. Schön, dass du hier warst. Bis zum nächsten Mal.